Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt diese Woche sehr gut. Das Neujahrsfest ist vorbei. Es gab viel Feuerwerk in Irkutsk. Die Temperaturen schwanken bei uns zwischen -10 und 20 Grad Celsius. Aber das ist in Ordnung so für Sibirien. Man muss sich nur warm anziehen, wenn man ausgeht. Heute, am 7. Januar, feiert man in Russland das orthodoxe Weihnachten und die Ruhetage dauern noch bis zum 11. Januar. Erst ab 12. Januar wird es bei uns wieder gearbeitet. In dieser feierlichen Woche gibt es in Russland nicht so viele Ereignisse, aber ich konnte trotzdem etwas Interessantes für euch finden. Wenn ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Führerschein kann Pass bei der Anmeldung ersetzen. Seit Beginn des Jahres können Bürger bei der Unterbringung in Hotels, Sanatorien, Campingplätzen und ähnlichen Einrichtungen nicht nur ihren Inlandspass, sondern auch ihren nationalen Führerschein vorlegen. Das erklärte der Abgeordnete des Duma-Ausschusses für Haushalt und Steuern, Nikita Chaplin. Nach seinen Worten macht diese Neuerung den Kontakt zwischen Menschen und Service-Dienstleistern deutlich komfortabler. Das entsprechende Recht wurde durch Änderungen in Regierungsverordnungen verankert, während die technische Umsetzung durch das Innenministerium der Russischen Föderation sichergestellt wird. Wie Chaplin erläuterte, kann die Verwaltung eines Hotels oder einer anderen Unterkunft über spezielle Kommunikationskanäle die Echtheit des vorgelegten Dokuments überprüfen, indem sie es mit den Datenbanken der staatlichen Verkehrspolizei abgleicht. Dieses Verfahren schließt Betrugsfälle aus und gewährleistet die Zuverlässigkeit der Angaben über den Gast. Dabei handelt es sich um eine optionale Regelung. Der russische Pass bleibt weiterhin das grundlegende Dokument zur Identitätsfeststellung. Es gehe ausdrücklich um ein Wahlrecht, was besonders in Situationen relevant sei, in denen der Pass versehentlich zu Hause geblieben ist, betonte der Abgeordnete. Kindersitz im Auto. Ab dem 9. Januar werden in Russland die Geldstrafen für den Transport von Kindern im Auto ohne Kindersitz oder andere Rückhaltesysteme verdoppelt. Künftig beträgt das Bußgeld für Fahrer 5.000 Rubel. Für Amtspersonen wird eine Strafe von 50.000 Rubel fällig, für juristische Personen sogar 200.000 Rubel. Hintergrund der Verschärfung sind unter anderem konkrete Vorfälle. So kam es zuvor in der Stadt Puschkino bei Moskau zu einem schweren Zwischenfall. Ein einjähriges Mädchen stürzte während der Fahrt aus dem Auto auf die Fahrbahn. Nach vorliegenden Angaben öffnete das Kind selbstständig die Autotür, während sich die Mutter beim Überholen ablenken ließ. Die Beauftragte für Kinderrechte in der Region Moskau, Ksenia Mischonova, erinnerte daran, dass ein Kindersitz keine bürokratische Formalität sei, sondern das einzige Mittel, das Kinder im Straßenverkehr wirklich schützt. Sie betonte zudem, dass der Kindersitz unbedingt entsprechend dem Alter und dem Gewicht des Kindes ausgewählt werden müsse. Neujahrsfeiertage in Russland. Während der Neujahrsfeiertage wenden sich Russen am häufigsten wegen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie wegen alkoholassoziierter Zustände und Verletzungen an Ärzte. Das berichtete der Allgemeinmediziner und Chefarzt Dmitri Demidik. Seinen Angaben zufolge zählen virale Erkrankungen und Infektionen weiterhin zu den häufigsten Gründen für Arztbesuche. Patienten klagen über erhöhte Temperatur, Husten, Schnupfen, Muskelschmerzen und allgemeine Schwäche. Bei einigen verschärfen sich zudem chronische Erkrankungen, die mit Atemwegsinfektionen und Lungenerkrankungen zusammenhängen. Eine weitere große Patientengruppe bilden Menschen mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Wie Demidik erklärte, führt die Fülle an festlichem, nicht immer gesunder Nahrung häufig zu einer Verschärfung von Pankreatitis, Lebererkrankungen,
Gastritis, Magengeschwüren sowie zu Gallenkoliken. Darüber hinaus gehören alkoholassoziierte Zustände zu den 3 häufigsten Gründen für medizinische Hilfe. Dazu zählen Herzrhythmusstörungen, hypertensive Krisen, Ohnmachtsanfälle sowie ein deutlich erhöhter Anteil an Verletzungen. Wie der Arzt betonte, treten Verletzungen oft parallel zu alkoholassoziierten Zuständen auf. In den meisten Fällen stehen sie im Zusammenhang mit einem erhöhten Alkoholkonsum. Das betrifft vor allem Stürze auf glatten Straßen, da betrunkene Personen ihre Koordination verlieren. Hinzu kommen häufig Straßen- und Haushaltskonflikte sowie verschiedene Alltagsverletzungen. Erstes Kind mit 26 Jahren. Das durchschnittliche Alter von Frauen in Russland bei der Geburt ihres ersten Kindes liegt bei 26 Jahren. Das erklärte die Chefexpertin für die reproduktive Gesundheit von Frauen beim russischen Gesundheitsministerium Natalia Dolguschina. Ihr zufolge wirkt sich das Hinauszögern von Schwangerschaft und Geburt auf ein höheres Alter negativ auf die reproduktive Gesundheit aus und erhöht das Risiko von Unfruchtbarkeit. Dolguschina erinnerte daran, dass seit dem Jahr 2024 eine beispiellose Maßnahme gestartet wurde. Eine landesweite Vorsorgeuntersuchung zur Bewertung der reproduktiven Gesundheit der erwachsenen Bevölkerung im fortpflanzungsfähigen Alter. Ziel des Programms ist es, mögliche gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Zudem unterzeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin zu Beginn des Jahres ein Gesetz zur Verlängerung des Programms Mutterschaftskapital bis zum 31. Dezember 2030. Scheidungen in Russland. Die russischen Behörden bereiten Vorschläge zur Einführung eines verpflichtenden außergerichtlichen Verfahrens zur Beilegung von Familienkonflikten unter Einsatz von Mediation, Vermittlung vor. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass vor einer Scheidung eine verpflichtende Informationssitzung mit einem Mediator stattfindet. An diesem Gespräch sollen nicht nur die Ehepartner, sondern auch die Kinder beteiligt werden, sofern deren Interessen betroffen sind. Nach der Initiative soll das Gerichtsverfahren für die Dauer der Mediation ausgesetzt werden, sofern der Familienkonflikt im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens behandelt wird. Die entsprechenden Änderungen sollen in das föderale Gesetz über das alternative Verfahren zur Streitbeilegung unter Beteiligung eines Vermittlers aufgenommen werden. Im Zuge der Reform ist außerdem die Schaffung eines einheitlichen Registers von Mediatoren geplant, darunter auch von Fachkräften für die Beilegung von Familienkonflikten und Streitigkeiten mit Beteiligung von Kindern. Die Umsetzung der Initiative ist für die Jahre 2026 bis 2027 vorgesehen. Bereits im Oktober 2025 hatte die erste stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für den Schutz der Familie sowie Fragen von Vaterschaft, Mutterschaft und Kindheit, Tatjana Butskaya, die Notwendigkeit eines verpflichtenden Versöhnungsverfahrens für scheidungswillige Paare betont. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen und Zuhören. Ich freue mich auf eure Fragen und Kommentare, wenn sie das Leben in Russland betreffen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.